In diesem Video möchte ich euch das Tabletop-Spiel Trench Crusade vorstellen. Kurz und kompakt gehe ich dabei auf die auffälligsten Besonderheiten und wichtigsten Spielmechaniken ein. Und ich erkläre natürlich, was ihr für den Einstieg braucht. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Trench Crusade ist ein englisches Tabletop-Spiel von Factory Fortress, das sich zum Zeitpunkt dieser Videoveröffentlichung noch in der Beta-Phase befindet. Die allerersten Playtest-Regeln erschienen bereits 2022. Seitdem feilt das Autorenteam um den Branchenveteranen Tuomas Pirinen zusammen mit der Community an den Mechaniken und dem düsteren Hintergrund des Spiels. Am 29. Oktober 2024 startet zudem die aktuelle Crowdfunding-Kampagne, um gedruckte Regel- und Hintergrundbücher sowie offizielle Miniaturen zu finanzieren. Trench Crusade spielt im Jahr 1914 und in einer alternativen Zeitleiste zu unserer Welt. Denn während der Kreuzzüge im Mittelalter wurde durch ein dämonisches Artefakt buchstäblich das Tor zur Hölle geöffnet, wodurch sich der uns bekannte Lauf der Geschichte völlig veränderte. Seitdem wurden große Teile der Welt von einem erbarmungslosen Krieg überzogen, der nichts als Fanatismus, Tod und Verderben über die Menschheit brachte. Jetzt, im Jahre 1914, stehen sich die letzten Truppen zu den möglicherweise entscheidenden Schlachten gegenüber. Das Schicksal der Welt liegt also allein in den Händen der Spieler. Jede Partie Trench Crusade stellt ein Scharmützel oder eine Schlacht dar, in denen die Spieler jeweils um die 10 Figuren oder mehr befehligen. Meist gilt es, innerhalb von 4 bis 5 Runden wichtige Missionsziele zu erobern oder heilige Relikte zu erbeuten, um mehr Siegpunkte als sein Gegenüber zu sammeln. Und natürlich werden bei Trench Crusade auch jede Menge offene Feldschlachten bestritten. Als Schauplatz dient dazu meist eine 48 x 48 Zoll bzw. 122 x 122 cm große Spielfläche, wobei diese Maße nur Richtwerte sind. Viel wichtiger ist das Gelände, denn massig Deckung und viele Höhenunterschiede machen jede Trench Crusade Partie noch spannender. Also, am besten viele verwinkelte Schützengräben anlegen oder unterschiedlich hohe Gebäuderuinen aufstellen, schon kann's losgehen. Zumindest fast, denn jeder Spieler muss sich natürlich noch für eine von bislang 6 Fraktionen entscheiden und über ein Punktesystem seine individuelle Truppe zusammenstellen. Wie hierbei üblich besitzt jeder Soldatentyp besondere Eigenschaften, die sich von Fraktion zu Fraktion unterscheiden. Auch das Ausrüsten der Soldaten bestimmt jeder Spieler selbst, sodass kaum ein Trupp dem anderen gleicht. Auf dem Schlachtfeld aktivieren die Spieler ihre Figuren dann üblicherweise abwechselnd, indem sie mit ihnen Aktionen wie Laufen, Klettern, Sturmangriffe oder Nah- und Fernkampfattacken ausführen. Manche dieser Aktionen sind sogenannte riskante Aktionen und erfordern eine Würfelprobe mit 2 sechsseitigen Würfeln. Auch zum Ermitteln von Treffern und Verletzungen sind solche Würfelproben erforderlich. Diese Würfelproben sind eine der Besonderheiten von Trench Crusade, denn sie können zum Beispiel durch Spielereignisse oder Waffeneigenschaften erschwert oder vereinfacht werden. Dann werden dem Würfelpool nämlich weitere Würfel hinzugefügt. Dennoch werden immer nur die Ergebnisse von 2 Würfeln gezählt. Bei einer erschwerten Probe gelten nur die beiden schlechtesten Ergebnisse. Bei einer vereinfachten Probe gelten entsprechend die beiden besten Ergebnisse. Völlig egal, wie viele Würfel eigentlich geworfen wurden. Die Wahrscheinlichkeiten für mögliche Erfolge oder Misserfolge sind also nur schwer ausrechenbar, wodurch man sich automatisch noch mehr aufs Spielgeschehen fokussiert. Entsprechend spannend und vor allem tödlich geht's auf den Schlachtfeldern von Trench Crusade zu. Das vorausschauende Planen von Spielzügen ist hierbei ebenso wichtig wie das Beeinflussen der wichtigen Würfelproben. Dies ist für jeden Spieler über sogenannte Blut- und Segensmarker möglich, die die Figuren durch verschiedene Aktionen erhalten und dann zum Manipulieren des Würfelpools genutzt werden können. Eine weitere Besonderheit ist das bizarr morbide Artwork der Künstler Mike Francina und Des Henley. Trench Crusade ist dadurch zweifelsfrei der neue Inbegriff von Grimdark, denn düsterer und abgedrehter geht's wohl kaum noch. Gleiches gilt fürs Miniaturendesign. Parallel zu den offiziellen Modellen laden die Macher von Trench Crusade jeden Spieler herzlich dazu ein, selbst kreativ zu werden.
Schnelles Kitbashing, komplexe Umbauten oder einfach nur das Mixen von Modellen unterschiedlicher Hersteller sind bei Trench Crusade ausdrücklich erwünscht. Die Regeln und vieles mehr zu Trench Crusade sind auf der offiziellen Website gratis herunterladbar, so dass ihr problemlos in den Heiligen Grabenkrieg reinschnuppern könnt. Die aktuelle Kickstarter-Kampagne startet am 29. Oktober 2024 und ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Dort findet ihr auch jede Menge weitere Infos zu Trench Crusade. Viel Spaß!